Hallo, mein Name ist Johnny Knoxville und das ist Extreme Motorcycle Pantoffeling. Pantoffel, oder? Ja. Pantoffel ist geil. Voll cool. Sicherheitsmotorradschuh, geht nichts drüber. Ja, und vor allem geht's nicht kaputt, ne? Das ist 1A, ey. Kannst du in die Tasche packen, kannst du mitwaschen. Was man Kannst sich du beim aber auch in die Manuel Ecke stellen, ne? nicht alles abgucken kann. Super Sache, ey. Ja, war schon immer intelligent. Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Weiß ich nicht, hast du dich verlaufen? Ja. Was ist das denn da? Was ist das denn? Hat jemand sein Moped vergessen? Das ist schon geil, geiles Bike irgendwie, ne? Ist das meins? Aber Das ist meins, ne? Der ist dreckig. Ja. Ast rein. Ja, so gehört es. Super. Ich glaube, wir bilden nur noch dreckige Motorräder ab. Ja. Sauber kann jeder, oder? Ja. Was haben wir da vor uns eigentlich? Ja, ich würde sagen, das ist die SWT Rahmennummer 38. Also mal wieder ein Zeitsprung zurück, oder nachdem die letzten Male ja immer 100er Nummern waren. Jetzt hatten wir die 136 erst, ne? Die 38 ist dann schon ganz schön lang her. Ne? Das sind 100 Bikes bald. 100 Motorräder, die dazwischen liegen. Wann haben wir sie gebaut? Sommer 2017, ne? Nummer 38. GS Trophy 2015 in Belgien. Da haben wir uns kennengelernt, genau. Richtig. Wieder lang her, ne? Du hast mir gezeigt, wie man im Gelände fährt und hast ich mir habe dir gezeigt, gezeigt, wie man Garmin bedient. Genau, keine Ahnung. So krass. Was bist du damals gefahren? Ich bin R1200 GS, Baujahr 2012, die letzte luftgekühlte, eine Rallye Edition. Die hast du immer noch, ne? Die habe ich immer noch. Und deshalb die Farbe des Rahmens, ne? Das war genau, damals, wir hatten, die Anlehnungsidee war genau das Pendant zu der anderen zu machen. Roter Rahmen, weiße Karosserie oder weiße Plastikteile. Gut, mittlerweile bin ich auf blau umgeschwenkt. Mir gefiel es dann doch ein bisschen Es sieht besser. edler aus. Es sieht wirklich edler aus. Ja. Rahmen ist verstärkt. Zentralfederbeinumbau. Schwinge. Wie früher bei den Schnellfickerhosen. Da ist es. Schwingenumbau auf 18 Zoll, dass da ein bisschen Platz dazwischen ist. Scheibenbremse am Hinterrad. 18 Zoll Hinterrad, jetzt mit dem Big Moose drin. Plastikteile ist hinten KTM mit dem LED-Nummern-Tafelträger. Macht tolles Licht. Sieht man auch mal, wenn er bremst, aber bremsen tut man im Gelände nicht, man fährt. Ne? Wer bremst, verliert. Dann ein gutes Gimmick ist, wenn wir von hinten nach vorne wollen, also das Rahmenheck haben wir gebaut. Ein gutes Gimmick ist die Sitzbank mit diesem Keil. Ne? Ja, man rutscht dann nicht so weit nach hinten, man hat zwei Sitzpositionen quasi durch. Ja? Dann vorne, Motor ist gemacht, 1000 Kubik, Überströmkanal bearbeitet, irgendwas über 60 PS, also lässt sich wirklich gut fahren. Wüstenluftfilteraufsatz, Krümmeranlage, Y-Rohr, Endschalldämpfer, ist Hattech. Hier. Hat er bloß immer Lieferschwierigkeiten bei mir, der Hattech. Vielleicht mag der Hubert mich nicht, ich weiß es nicht. An irgendwas muss es liegen. Vielleicht am dummen Geschmack. Es ist einfach schade, ich komme an die Auspuffanlagen selten ran, die Kunden können sie aber auch online schon bestellen. Ja, dann den großen Tank aus Salbersdorf, den Acerbis HPN 43 Liter Tank. Und seit 4 Jahren lackiert die lackierfähige Version, keine einzige Blase bis jetzt. Keine drin. Die 48 mm White Power Upside Down Gabel. Wieder ein Hahn-Wheels Rad wie hinten. 320 mm Bremsscheibe mit der KTM Bremszange und dem 320 mm Adapter. Roadbook-Halter, 2 Tripmaster, einmal der Tacho vom Franco Capiello. Franco Capiello ist Italiano, Tacho Azzevelle. Azzevelle 254. Das ist allerdings was, das müssten wir dann bei Gelegenheit nochmal umbauen, das haben wir selber gemerkt im Nachhinein. Mit dem separaten montierten Zündschloss und dem Schalter. Zündschloss lieber nach oben, Schalter nach unten. Und der Schlüssel manchmal ein bisschen weh. Gaszug, Van Hill. Mit dem Doppelzug hier, dann kann man auch die Original BMW Züge nehmen. Bremspumpe ist die Brembo 13 mm. Und ganz schickes Gimmick ist die hydraulische Kupplung. Doppelzündung mit drin.
den Genau, Umbau. Motor gemacht, Doppelzylinder, genau, können wir da noch mit zeichnen. Die Hattek-Krümmer sind übrigens die hochgelegten, das heißt, die stehen nicht unterhalb der Bodenplatte, beziehungsweise des Auffahrtschutzes und des Ölkühlers. Die sind schön hochgezogen, wie man sieht. Bodenfreiheit auch immens. Deine größere Ölwanne ist drin. Ja. Mit Unterfahrschutz 8 mm, hast du den schon mal gebraucht? Beim IGE-Rennen in Schweinfurt. IGE-Lauf in Schweinfurt, ja, richtig. Und als wir in Russland durch den tiefsten Morast gefahren sind. Kannst du fast ein paar Bilder einblenden vom Ja, das IGE-Lauf. machen wir auch. IGE-Bilder, der gibt es nicht so viel, aber von Russland im Anschluss. Aber IGE haben wir aber Bilder gehabt. Einmal, wo du oben auf so einem Rohr bist oder so, ne? Ich Ja. hab ein paar, ja. 2, 3 Fotos gibt es. Ja. Genau. Jo. Ausführlichen Umbaubericht dazu in Textform mit ein paar mehr Fotos, einem Zeitraffer-Video vom Umbau selber und noch ein paar mehr Details, was alles umgebaut wurde und verändert wurde, gibt es auf meiner Homepage. Die füge ich da mal gerade rein. Da könnt ihr das alles dann nachlesen auf der Homepage. Gern auch bei YouTube und bei Instagram folgen, habe ich auch nichts gegen. Und jetzt gebe ich zurück zu Manuel. Wir haben die Original BMW Schalterarmaturen weggemacht. Stimmt. Und dann entsprechend diese schlankeren drangefügt, damit auch trotzdem, trotz der Magura Armatur, die dann ja den Spiegelhalter hat, und der Bedienung für Rallye-Equipment überhaupt noch Platz wäre und alles in Griffweite wäre für die Hand, haben wir diese schlanke Variante gemacht. Geht aber eigentlich. Sonst käme man nicht mehr an alles dran. Und dementsprechend farblich kodiert, logischerweise weiß Zusatzscheinwerfer, blau Fernlicht, gelb Hupe, orange Blinker, grün Start, rot Kill und so weiter. Und wir hätten noch 2, 3 Schalter übrig für Zusatzfunktionen, wie Kaffeemaschine und so. Kaffeemaschine ist wichtig auf dem Motorrad. Also ich glaube nicht, dass man den hört, den Wecker. Ich hoffe es. Ja. Sonst könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ja, ja, Ihr könnt diesen Wecker gewinnen. Der 100. Kommentar gewinnt diesen Wecker. Oh, scheiße. Also packen wir zusammen, essen was.